Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian. Und mein Name ist Andreas. Und wir schauen uns heute mal eine Sache an. Nämlich, ich habe hier einen original Makita Winkelschleifer und du hast? Es nicht. Ja, das stimmt. Wir haben hier einen Fake-Winkelschleifer, den wir gekauft haben in einer berühmten Plattform. Und wir werden heute Folgendes machen. Wie gut ist so ein Winkelschleifer im Verhältnis zum Original? Was taugt er denn? Und deswegen haben wir Folgendes gemacht. Wir haben Du hast mit Holger zusammen eine Testvorrichtung gebaut, wo wir komplett wertneutral so einen Winkelschleifer testen können. In der Vergangenheit hatten wir immer dasselbe Problem. Wie testen wir eigentlich Winkelschleifer? Ich konnte schön sagen, oben rechts hier, längs grün irgendwas, aber wir konnten nie sagen, wie stark sind sie und was halten sie wirklich aus. Und das ist eine wertfreie Bewertung, konnten wir halt auch nicht festlegen, weil der eine drückt mal mehr, der andere drückt weniger. Wie viel Kraft wirkt jetzt da drauf? War das wirklich vergleichbar und fair? Das war so eine Sache. Von daher haben wir das hier gebaut. Genau, und das schauen wir uns jetzt an. Wie haben wir getestet und wie ist eigentlich das Ergebnis? Ich sage euch, es ist krasser, als ihr denkt. Natürlich gibt es hier immer etwas zu gewinnen, und zwar Werkzeug, nicht sowas, sondern ein Qualitätswerkzeug, das auch wirklich richtig gut funktioniert und vor allem auch sicher ist. Was du gewinnen kannst, siehst du auf der Webseite von GoTools natürlich. Da hast du einen größeren Pool an Werkzeugen, da kannst du was aussuchen. Es wird auch öfter mal durchgetauscht, dass auch was Neues drin ist. Alles, was du machen musst, ist einfach mal unten in die Kommentare zu schreiben, wie findest du das Testergebnis. Heute also Fake gegen Original. Nein, Spaß. Völliger Quatsch. Sondern es geht hier heute wirklich um Makita gegen Fake. Und ich sage euch jetzt schon, es ist deutlich schlimmer, als ihr euch das nur vorstellen könnt. Und das müssen wir uns heute angucken, denn wir haben nicht ohne Grund hier zwei Fake-Geräte, weil das Ergebnis, aber bleibt wirklich dran, das müsst ihr euch angucken. Und ich sage euch eins, wir werden die Geräte aufschrauben, wir werden auch noch den Akku aufschrauben und wir werden uns auch noch angucken, was ist in diesem Ladegerät drin. Es ist einfach nur obskur, aber der Hintergrund ist ein anderer. Der Andreas steht hier, weil Andreas hat sich ewig mit genau diesem Thema beschäftigt und wirklich. Also ich würde sagen, die erste Idee ist mindestens ein Dreivierteljahr alt. Locker, ja. Locker, genau. Also wir haben ewig dran gesessen und wir haben letzte Woche erst angefangen. Nein, das haben wir nicht. Nein, es ist so, dass der Andreas hat mit dem Holger zusammen extrem lange an dieser Vorrichtung gebaut. Und wir werden jetzt mal heute erst einmal eine Sache machen, nämlich diese Vorrichtung euch mal erklären, was haben wir uns dabei gedacht. Denn wir werden die noch öfter sehen. Wir haben wirklich gedacht, wir wollen Winkelschleifer mal so testen, dass wir ein echtes Ergebnis haben. Ja, weil wir haben sehr häufig diskutiert darüber, jetzt, du gibst mir einen Winkelschleifer, Sebastian, stell den Winkelschleifer vor. Und dann stehe ich hier und denke mir so, der hat die Knöpfe, das dran, der hat die Farbe, ja, dann hört es auch meistens schon auf. Aber so einen richtigen Vergleich für euch, wie viel Kraft, welchen brauche ich jetzt für meine Anwendung? Reicht ein kleiner, vielleicht auch ein bisschen handlicher ist oder doch ein, der ein bisschen mehr Bums hat? Aber wie willst du es messen? Weil, sag mal, bei den Akkugeräten steht da selten die Wattzahl dran. Und daran orientiert man sich ja eigentlich so ein bisschen schon. Genau, und das ist ja auch nur das Äquivalent und hier und da. Und selbst bei einem anderen Thema war es dann so, dass ich sage, mir jetzt wird es ganz schwierig, weil bei kabelgebundenen Geräten gibt es jetzt die ersten ja auch als brushless. Und dann sage ich ja immer, unendlich viel Kraft, fühlt sich ganz krass an und wir konnten es euch aber nicht zeigen. Und genau aus dem Grund haben wir diese Teststation gebaut. Und wir machen jetzt mal Folgendes, du erklärst mal den Zuschauern, wie haben wir uns das gedacht, beziehungsweise wie habt ihr euch das gedacht und wie ist es erstmal dazu gekommen? Weil es gab jede Menge Zwischenschritte und ganz viele Dinge, die eben nicht funktioniert haben. Wir haben uns also Folgendes ausgedacht. Wir haben dieses Gerät hier konstruiert. Daran testen wir ganz einfach über diesen langen Arm, woran der Winkelschleifer befestigt ist, wie schnell dieser Winkelschleifer durch die Metallplatte, die hier quasi aufrecht eingespannt ist, durchschneiden kann. Also schön sauberer Schnitt von oben nach unten. Der Arm ist unten befestigt über Scharniere, hier ist er geführt, sprich der Schnitt kann nicht verlaufen, ein gerader Schnitt. Das Ganze haben wir zweimal hintereinander gebaut, weil wir zwei Geräte nebeneinander parallel laufen lassen wollten, um einen Gewinner zu küren. Wollten auch mit den gleichen Gewichten das Ganze belasten, damit die wirklich fair behandelt werden. Um das zu gewährleisten, haben wir das Gewicht vom Arm und Winkelschleifer über diese Umlenkrolle und die Konstruktion über das Gewicht quasi ausgeglichen. Sodass wir wirklich sagen, hier wirken im Grunde 0 Kilo, jetzt 1 Kilo. Das für beide parallel und dann wäre es losgegangen. Hat in den ersten Tests leider nicht funktioniert. Wir haben uns umentschieden, dass wir testen, welches Gewicht maximal möglich ist, bevor er ausgeht, sodass er nicht stehen bleibt. Sprich, die Geräte haben teilweise verschiedene Gewichte, aber es bringt ja auch nichts, wenn wir hier bei beiden 4 Kilo draufbringen, der schneidet durch und der bleibt einfach oben nur stehen. Hat keinen Erfolg. Von daher nehmen wir da vielleicht nur 3 Kilo
und er schneidet trotzdem durch in einer anderen Zeit. Aber trotzdem haben wir dann ein Testergebnis. Nochmal ganz wichtig zum Verständnis. Wir haben uns Ewigkeiten darüber Gedanken gemacht und haben super viel diskutiert, weil die Entscheidung zu sagen, wir nehmen nicht die gleichen Gewichte, ist sehr, sehr wichtig gewesen und für uns auch wegweisend. Denn bei einem gleichen Gewicht kann es wirklich sein, dass ein besseres Gerät schlechter abschneidet. Und genau das hatten wir auch gemerkt. Dann haben wir gesagt, warte mal, das können wir euch das so nicht zeigen. Und genau deswegen nehmen wir verschiedene Gewichte, weil es geht ja eigentlich darum, dass du das Gerät nimmst. Du sollst ja nicht tot drücken. Ja, darum geht es ja gar nicht. Aber du kannst ja wirklich, ob du mit 2 Kilo drückst oder ob du mit 3 Kilo drückst und ein deutlich besseres Ergebnis hast, das ist für dich schon relevant. Weil ganz ehrlich, man unterschätzt das auch total. Man kann ganz schnell mal mit 2, 3, 4, 5 Kilo drücken und das belastet dich gar nicht. Ja, das merkst du kaum. So das Standardgewicht, wenn du einfach nur das Gerät hältst, auflegst und vielleicht noch die Hand so drauflegst, dann bist du schon bei 2, 2,5 Kilo. Genau. Und wenn du ein bisschen drückst, bist du eher bei 4 bis 5 Kilo. Das ist so das, was ich gemessen habe. Richtig. Und das ist schon heftig. 5 Kilo, boah, krass. Aber die Geräte wiegen ja auch ein bisschen was. Ja. So, was haben wir jetzt getan? Aber welche Geräte haben wir eigentlich hier? Wir haben den Makita, ein Brushless-Gerät, das wird nochmal wichtig sein. Und zwar die Makita DGA 504. 125 mm. Ich sag mal so ein Standardgerät zum Preis von 110 € solo. Also ohne Akku, ohne Koffer, in einem Karton. Genau, so ist er da. Natürlich mit einem Griff, Zusatzhandgriff dabei. Denn wir wollten mal ganz bewusst ein relativ günstiges Gerät uns anschauen. Relativ günstig, gibt es ja auch noch teurer. Ja, also da war eigentlich der Vergleich zu dem Gerät von den Leistungsdaten relevanter. Genau. Also dass es ungefähr auf einem Level auch ist. So, und jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir haben dieses Gerät gekauft, den guten Drill Pro Brushless, und zwar den Drill Pro 32E5, nee, steht einfach nichts drauf. Das ist einfach der Drill Pro. Ja? Das ist keine genaue Bezeichnung, also wer sie findet, darf sie behalten. Dieses Gerät mit auch Knöpfen und Schaltern und Dingen, die wir auch alle nicht verstanden haben, gab ja auch kein Handbuch dazu. Das bekommst du genau so solo auf Plattformen. Ja? Und übrigens, falls du dich für dieses Gerät interessierst, das findest du wie immer unten im ehrlichen Preisvergleich in der Videobeschreibung. Das Gerät hier nicht, weil bitte kauf es nicht, denn jetzt kommen wir zum Test. Ja, das war spannend. Also wir haben beide Geräte, wie beschrieben, eingespannt, verschiedene, da hatten wir noch halbwegs gleiche Gewichte, weil die eigentlich ganz gut liefen mit demselben Gewicht, nicht von ungefähr, sondern mit 2 Kilo, 2,5 Kilo, und damit sind die erstmal gestartet. Und liefen und liefen und liefen und liefen und liefen, wir sehen das hier, und es macht ja eigentlich Spaß, auch ein bisschen zuzugucken, oder? Ja, es war interessant. Es ist schön dabei zu stehen, aber wenn die dann anfangen Faxen zu machen, ist es ein bisschen blöd, weil der Kleine ist stehen geblieben. So, und was aber irgendwie so ein bisschen komisch ist, weil das Anfangsgewicht passte ja und auf einmal ist er stehen geblieben. Weil eigentlich, hier zum Beispiel, der zieht einfach durch. Der hat weitergeschnitten, den hat sich interessiert. Genau, also haben wir hier eigentlich eine Zeit, wie lange er gebraucht hat? 1 Minute 45 in dem Dreh. 1 Minute 45, 2 Minuten. Wir blenden das hier mal ein. Grob. Und hier, aber lass uns mal bei Makita bleiben. Der Makita sagt erstmal, alles klar, ich ziehe so langsam durch. Ja, ja? Wird geschnitten. Genau. Das heißt also, diese schöne große Platte, 15 cm, in 1, 2 Minuten dann so langsam durchgeschnitten. Genau. Wunderbar. Wobei wir noch dazu sagen müssen, haben wir glaube ich noch nicht erwähnt, die Scheibe ist keine dünne 1 mm Scheibe, sondern eine 2,5er, jetzt möchte ich mal lügen, 2,5er, richtig? Also ein bisschen anspruchsvoller, weil wir gemerkt haben, um durch die Platte einen geraden, sauberen Schnitt zu machen, ist das mit den dünnen vielleicht ein bisschen schwieriger. Da haben wir uns für eine dickere entschieden, damit die nicht plötzlich in 1000 Teile zerfliegt. Nicht, dass da doch mal irgendwie eine kleine Spannung von irgendwas drin ist. Also, naja. Also wir müssen auch schon ordentlich arbeiten. Weil 2 Minuten klingt jetzt ein bisschen lang, aber das war schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Und was man halt wie immer hier sieht, ist, dass die Platte da auch schon ordentlich Stress hatte und auch kleiner geworden ist. Genau. Und da war schon Belastung auf dem Gerät. Und das viel mehr ging nicht, weil hätten wir es mit mehr belastet, wäre stehen geblieben. Naja, also wir haben es noch erhöht. Also wie gesagt, wir sind mit 2,5 gestartet. Wir haben dann erhöht um ein halbes Kilo bei beiden parallel. Das haben wir filmisch leider nicht ganz so gut eingefangen, haben wir im Nachhinein gemerkt, aber wir haben bei beiden ungefähr ein halbes Kilo drauf gemacht. Haben gemerkt, die laufen weiter. Das lief ganz gut. Ich glaube, dann ist auch erst der Drill Pro das erste Mal ausgestiegen. Wir haben ihn nochmal neu gestartet, lief dann weiter. Dann haben wir bei beiden nochmal die Gewichte getauscht, das halbe Kilo weg und nochmal 1,25 mehr. Sprich, wir sind bei 3,75. Und wir halt durchkommen. Genau. Der Makita hat dann weitergeschnitten und ich habe es hier nochmal stehen. Nach 1 Minute 49 war er fertig. Er ist nur einmal kurz vor Ende stehen geblieben. Da hat er einmal kurz aufgesetzt. Da muss er sich verklemmt haben oder irgendwas. Wir haben so eine ganz leichte
Furche. In unserer Vorrichtung muss er sich irgendwo verklemmt haben, muss irgendwo ein Grad dazwischen gewesen Genau, sein. es ist kurz ausgegangen, aber wir haben ihn neu gestartet und er lief sofort weiter und schnitt dann auch durch. Genau, also wir werten das mal nicht. Genauso wenig, wie wir es dem Drill Pro erst groß angewertet hätten, wenn nicht Folgendes passiert wäre. Genau, der Kollege ist noch einmal ausgegangen. Wir hatten uns dann dazu entschieden, das Gewicht nochmal zurückzutauschen, weil es scheinbar doch ein bisschen zu viel war. Hatten quasi wieder dann 3 Kilo, haben ihn nochmal gestartet und ich glaube beim dritten Starten ist er dann final ausgegangen. Und zwar final in dem Form, wie er ist auch nie wieder angegangen. Richtig, also Todeszeitpunkt war, glaube ich, nach 3 Minuten 2 des Tests. Dann war wirklich vorbei. Also dieser Winkelschleifer hat genau 3 Minuten gehalten und das war's. Und für 3 Minuten 30 Euro, wir haben den Preis von, glaube ich, gar nicht gesagt. Wir haben hier 120 Euro gegen 30 Euro. Naja, ich sage, das sind immerhin 10 Euro pro Minute. Das ist ein ganz schöner Verschleiß, wenn man das mal so sieht. Und das ist irgendwie nicht schön. Man muss jetzt sagen, hier steht Brushless drauf. Ich sage euch aber, wir werden den gleich auseinandernehmen, aber erst nachdem wir uns den hier angeguckt haben. Denn bei dem Gerät ist es wirklich so, wir haben ja folgendes, das ist ein Fake-Gerät. Ja, also das soll aussehen wie ein Makita, vermute ich mal. Und wir hatten ja auch einen Makita-Akku drin. Ja, also ein original Makita-Akku hier drin, hat funktioniert. Der Akku war gar kein Problem, ist nicht heiß geworden, war belastet natürlich, aber es ist nicht der Grund gewesen, warum das Gerät nachher nicht mehr ging. Und ihr seht jetzt auch in dem Moment, ja, hier ist keine Funktion mehr. Moment, ich mache es mir richtig an. Da ist tot. Ihr seht unten noch ein paar Lichter leuchten, das war's. Uns ist nicht klar, was die Lichter eigentlich machen sollen, weil wir könnten die Geschwindigkeit nicht verstellen. Und was er anzeigt, ergibt für mich jetzt auch keinen Sinn. Zu seiner Verteidigung, er hat beim Vortest schon noch mal 3 Minuten gehabt. Also wir haben ja quasi einen Testschnitt gemacht mit ein bisschen dünnerem Material. 6 Minuten. So ungefähr wird es sein. Ja. So, wir haben aber gedacht, es ist ja irgendwie blöd. Wahrscheinlich ist das Gerät hier, wir haben irgendwas Böses gemacht. Und jetzt fängt der Moment an, wo es alles irgendwie explodiert. Weil wir haben genau dieses Gerät genommen, und haben das nochmal bestellt. Und naja, wenn ich jetzt mal angucke, dieses Gerät heißt hier Jofidra. Genau. Aber warte mal, ich habe doch Drill Pro bestellt. Warum auch immer. Das Lustige war auch, es kam nicht, also wir haben dieses Gerät nochmal bestellt. Es kam aber dieses Gerät mit 2 Akkus und einem Koffer. Wir haben hier einen ganz tollen Koffer bekommen. Steht auch drauf, was drin sein soll. Ja. Der Koffer war leicht lediert, aber sei es drum, wer da schuld ist. Und es gab diesen Fake-Akku. 2 sogar davon? Zwei davon. Und wichtig ist ja auch schon mal, wenn man das Gerät hier anguckt, ja, übrigens gab es auch Scheiben dazu, ja. Die Geräte sehen auch völlig anders aus. Also hier, das könnte vielleicht sogar ein Brushless-Motor sein. Gucken wir gleich auch nochmal nach, aber hier auf jeden Fall nicht. Ja? Aber das gucken wir auch gleich nochmal nach. Aber witzigerweise für den Preis, jetzt auf der Link war derselbe, aber auf einmal war es 10 Euro teurer. Wir sind irgendwo anders, also wir müssen woanders gelandet sein. Und ich sag mal, die sahen auf dem Bild noch ähnlich aus. Da war es quasi der Drill Pro, aber ohne Beschriftung. Und gekommen ist dann der. Also schon irgendwie abgefahren. Gekostet hat er dann aber, ich glaube, 40 und in den Dreh. So, und dafür haben wir aber 2 Akkus bekommen. Und ich sage euch, bleibt unbedingt dran. Wir gucken hier auch gleich mal rein. Wir nehmen jetzt mal erstmal den kaputten mal zur Seite. Genau. Und wir nehmen auch diesen komischen Akku zur Seite. Und übrigens nochmal der Akku, der Fake-Akku, der gekommen ist. Wir gucken da rein, das wird lustig. Aber wir machen jetzt Folgendes. Das ist ja ein Fake-Akku, der hier bei Makita reinpasst. Aber hier müsste es ja eigentlich gehen. Und es geht aber nicht. Also wir machen es nochmal an. Wir sehen hier, da leuchten irgendwelche LEDs, das war's. Ja? Also das funktioniert nicht und ergo kauft keine Fake-Akkus, nutzt keine Fake-Akkus. Bei beiden Geräten steht, also egal welche Seite ich aufgemacht habe, ich habe es nochmal recherchiert, steht kompatibel mit Makita-Akkus. Naja, so, aber die Akkus stehen nicht dabei, dass sie kompatibel sind. Egal. So, und dann haben wir jetzt den Jofida getestet und das Ergebnis war jetzt auch nicht so gut. Aber er hat überlebt. Er hat überlebt, er funktioniert heute noch, aber die Testergebnisse waren jetzt auch nicht so befriedigend. Also der Makita hat wieder seinen Dienst gemacht, hatte auch wieder ungefähr das gleiche Gewicht und hat es geschafft, fast durchzuschneiden. Genau. Hier unten ist die Testvorrichtung einfach zu Ende. Wir sind hier durch, hat er ganz normal in etwa derselben Zeit hinbekommen und es funktioniert einfach. Genau. Bei dem war wieder eine Quälerei. Richtig. Der hat es nur geschafft bis hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, also von 15 cm vielleicht 4, 4,5, 5 maximal.
und hat dann einfach nicht weiter geschnitten. Also er lief noch, er hat auch eine Last. Haben wir mehr Gewicht genommen, ist er ausgegangen, haben wir weniger Gewicht genommen, hat halt nicht weiter geschnitten. Er hat zwar gedreht, aber ist nicht viel mehr passiert. Von daher haben wir den Test an dieser Stelle abgebrochen. Genau, wichtig ist Folgendes zu verstehen: Wenn du einem Winkelschleifer gar keinen Druck gibst, dann fängt er an zu tanzen. Der tanzt dann auf dieser Stelle und macht quasi nichts mehr. Also da könntest du jetzt auch eine Stunde laufen lassen, dann irgendwann wäre es vielleicht auch durch. Aber wir haben gemerkt, er hat einfach, es war nicht mehr da. Also war kaum noch Kraft da. Ja, also kein Fortschritt. Kraft hat er an sich auch nicht, sonst hätten wir bei mehr Gewicht mehr Ergebnis gehabt. Das hat da gefehlt. Für den Schnitt verbraucht hat er nicht viel Energie. Der Akku hatte noch 3 Balken. Der Makita war zwar so gut wie durch, hatte aber von 4 Balken nur noch einen blinkend. Und der war ordentlich heiß. Der Makita hatte 56 Grad Endtemperatur und der Jofidra Akku hatte nur 30 Grad. Aber der Akku, ja? Der Akku. Das muss man dazu sagen, ist die Frage, wie viel Energie rausgeleitet wird, also wie die Hitze auch abgeleitet wird. Aber, was man auch wissen sollte, Temperatur vom Gerät, da war das aber schon 5 Minuten in Abkühlung. Bei Makita hatten wir nur 45 so rum, Grad. Der Jofidra hatte 53,5. Also das war ordentlich, der hat schon ordentlich Temperatur gehabt, obwohl er eigentlich nichts geschafft hat. Ja. Fazit ist aber erst einmal, bevor wir uns unser kaputtes Gerät auch angucken, und das wird immer spannend, ist Folgendes. Wir haben hier ein Gerät für knapp über 100 €. Der hat ganz normal, ist ein Qualitätsgerät, hat einfach funktioniert, hat das durchgesägt und gemacht, getan. Wir haben ihn wirklich gequält, indem wir ihm wirklich viel Gewicht gegeben haben. Komm, mach jetzt hier irgendwie durch. Ja? Wo du als Mensch natürlich schon auch ein bisschen dosieren kannst und so. Und also kannst du noch mal etwas feinfühliger sein, als wir jetzt hier mit den Gewichten. Fein. Das andere Gerät, mit dem haben wir es einfach nicht durchbekommen. Ja? Solo wären wir ja auch hier eher bei 30 € gewesen. Das heißt, wir sagen jetzt nicht mal 40, 45 €. Und das hat eben nicht funktioniert. Und dementsprechend, das ist auch nochmal der Hinweis an euch, es ist immer die Frage, natürlich gibt es auch sehr günstige Winkelschleifer in Deutschland von deutschen Fabrikaten. Was wir testen sollen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, wir fangen ja erst an und wir können hier alles durch die Bank testen, was ihr wollt. Ja, das war ja so ein kleiner Einstieg in die Materie. Und vielleicht ein Hinweis: Das nächste Video geht, da haben wir Bosch Grün am Start, Works am Start. Ja. Einhell und Parkside. Und der Test war auch sehr spannend. Ja? So, und jetzt sehen wir aber, was wir hier für ein Ergebnis haben, nämlich du hast einen Ausschuss, 2 Geräte bestellt, eins sofort kaputt. Stell dir vor, du bist da, willst hier, selbst wenn du einen Schnitt machen willst, hält halt nicht. Und jetzt machen wir auch mal Folgendes. Und wir werden jetzt mal uns das Gerät hier nehmen und auch mal aufschrauben. Und wir werden auch die anderen Sachen mal aufschrauben und gucken, was da wirklich drin ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier wirklich ein Bosches Gerät ist. Huch. Okay, es ist wirklich Brushless. Da ist doch keine Bürste dran, oder siehst du eine? Nö. Guck dir das an. Das ist voll. Also das Ergebnis verwirrt doch eigentlich. Weil wir gucken uns jetzt mal erstmal das Gerät hier an und wir haben hier wirklich ein Brushless-Gerät. Das heißt, es ist wirklich brushless. Erstaunlich. Hier rausgezogen, zack, bumm, Motor ist hier drin. Auch ein super kleiner, kompakter Motor. Hier drin sehen wir, ja, steckte der hier so drin. So, zack. So, hat dann entsprechend gearbeitet. Aber, raus hier. Wir sehen hier auch nirgendwo eine Beschädigung. Also irgendwas muss hier überhitzt sein, was auch immer. Also man sieht ja offensichtlich erstmal keine Beschädigung. Was immer kaputt ist, das ist auch nicht. Nee, das muss. Nee, auch nicht. Also keine Ahnung, was immer hier kaputt gegangen ist, wir wissen es nicht. Ja? Das ist schon mal interessant, weil ich hätte niemals geglaubt, dass das ein Bosches Gerät ist. Aber da sehen wir auch, man kann das scheinbar sehr günstig bauen und das dann trotzdem kaputt geht. Hier beim Akku, muss ich sagen, bin ich einem Fehlschluss komplett aufgegangen oder wie sagt man das so schön? Ja, aufgesessen, denn ich habe es ganz bewusst auseinandergebaut, weil ich dachte, das ist deutlich leichter als der Originale von Makita. Ja? Hier jetzt nochmal der Fake, ja, hier der Original Makita gegen Fake und hier das Ganze, weil ich hatte das Gefühl, der ist deutlich leichter. Ist er aber nicht. Ja? Der wiegt so 660 Gramm, der hier wiegt 600 Gramm mit Verpackung, mit allem drum und dran.
Und sieht jetzt auch aus wie halt ein Akku. Also ich sag mal, so sieht Makita heute auf jeden Fall nicht mehr aus. Naja, das ist ein bisschen kleiner geraten hier. Aber Genau, alles ein bisschen kleiner, ein bisschen schmächtiger, aber ist halt ein Akku. Also ist auch voll bestückt, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ja. Sind die ganz normalen 18650er Zellen hier drin, ist halt ein Akku. ich glaube, das ist auch so ein Trugschluss, weil die Hülle irgendwie größer ist als die hier. Weil so ein richtiger Fake ist es ja nicht, das ist eigentlich eine Eigenkonstruktion. Und weil er größer ist, müsste der eigentlich schwerer sein, aber er wiegt halt nur wiegt nur so viel wie der hier und dann hast du irgendwie Das stimmt. cooles Gefühl bei. Deutlich größer. Ja. Aufnahme passt aber und so weiter. Ja. Witzig ist ja Folgendes: Wie lädt man diesen Akku? Und den lädst du, indem du Folgendes machst. Eigentlich ist das Original ja so, etwa so, genau. Und dann lädst du den nicht mit einem Akkuladegerät, wobei das witzig wäre, das in einem Makita-Ladegerät. Oh, das können wir auch noch mal testen. Wenn wir den zusammenkriegen, testen wir es nochmal. So, aber original wird es geladen mit diesem Ladegerät hier. Das heißt, du steckst das hier rein. Ja, wir machen es jetzt mal ohne. Steckst das hier rein und lädst das dann so. Ja, so. Und das ist der Ladevorgang. Dann ist uns aber Folgendes aufgefallen. Dieses Teil hier wiegt halt nichts. Das war eigentlich original hier drauf. Und das war so leicht, dass wir gesagt haben, wir müssen das aufmachen. Und das ist alles, was drin ist. Und das ist es. Ja, das ist in diesem ganzen Behälter hier drin. Wir sehen hier auch ein super stabiles Kabel. Ja, also Hast du das gesehen hier? Also ja, genau, Schon hier, Kabelbruch? da ist schon ein Kabelbruch. Zumindest die Schutzhülle. Ja, so, also das hier ist schon mal irgendwie nicht mehr so schön. Und wir sehen hier, das ist alles, was halt dran ist. Ja? Diese kleinen mini dünnen Kabel. Wir haben jetzt mal das hier, dieses Häufchen Elend, auf die Waage gelegt. Und im Grunde sind das wie viel? 50, 60 Gramm? Das ist jetzt die Frage. Mit Kabeln, allem drum und dran sind so um die 100 Gramm. Und wenn man das ein bisschen weghält, nur das Teil an sich, der Kasten, 60 Gramm, 65 vielleicht. Genau. Jetzt haben wir mal dieses Ladegerät genommen von einem Laptop. Deutlich noch mal kleiner. Man merkt auch, hier ist wirklich was drin. Was hat das gewogen? Knappe 100, 105, 110 im Dreh. Wir haben auch die Kabel quasi hier das abgemacht und das ein bisschen hochgehalten. Also wirklich der reine Kasten. Sodass nur der Kasten, der wiegt also doppelt so viel. Interessant ist Folgendes: So ein Apple-Ladegerät hier wiegt nochmal 50 Gramm mehr. Sind wir bei 150 Gramm im Verhältnis zu dem hier. Ja, also interessant. Also man sieht wirklich, auch vom Gehäusevolumen, da ist halt einfach genau gar nichts drin. Und dementsprechend, also hier hätte ich schon Angst, da könnte auch mal irgendwas anfangen zu fackeln, weil das ist, weiß ich nicht. Alles ein bisschen schwierig. So, Ja, könnte auch ein bisschen länger dauern, damit zu laden, weil, wenn ich das richtig lese, 1,2? Nee. Ich glaube, das, was da draufsteht, da würde ich ja gar nicht glauben. Lassen wir das mal. Da stand da nicht auf 24 Volt drauf? Naja, aber das ist ein bisschen kuriose 1 Ampere Max. Ich meine, das, was hier drauf stand, hier steht quasi auch gefühlt nichts drauf. Also Aber guck mal, das ist ja lustig. Hier steht 21 Volt drauf. Das ist also ein 21 Volt Akku. 21 Volt. Lassen wir den ganzen Scheiß mal beiseite. So, was ist das Fazit? Erst einmal, wir haben unsere Testvorrichtung. Das ist super. Das heißt, wir können jetzt lostesten. Seid gespannt auf den nächsten Test mit Parkside, Einhell, Bosch Grün, Works und so weiter. Was für euch hängen bleiben sollte, kauft bitte bei vernünftigen Marken. Ja, da will ich selbst, auch Einhell zum Beispiel, ist eine vernünftige Marke. Die machen nicht so einen Schrott wie das hier, sondern die halten auch länger als 6 Minuten. Genau. Ja, dementsprechend kauft vernünftiges Werkzeug und dann werdet ihr auch lange Spaß damit haben und dann bekommt ihr nicht sowas. Ja, in dem Sinne, wir freuen uns super auf eure Kommentare, eure Wünsche und so lange ran ans Werkzeug. Und bis zum nächsten Mal.